Das ist das Barbour Beauty Cluster von der Barbour Beauty Group. Das ist ein Kosmetikunternehmen und die sind in über 70 Ländern dieser Welt aktiv. Ja, die haben einen neuen Standort hier gebaut und Millionen ausgegeben. Aber wieso in Deutschland? Die haben nicht nur ein neues Gebäude gebaut, die haben über 60 Millionen Euro investiert. Die haben ihre Fläche verdreifacht und sind von 250 Mitarbeitenden auf über 1000 gewachsen. Ja, wenn das mal nicht Wachstum ist. Seit 70 Jahren macht Barbour Kosmetik, ist ein Familienunternehmen und ich treffe heute Isabel. Du bist die Mitinhaberin und dein Großvater hat das Unternehmen mit ins Leben gerufen. Was würde der denn jetzt zu diesem Standort sagen? Also ich glaube, mein Großvater, der wäre ziemlich sprachlos, denn ich war ja selber sprachlos, als ich zum ersten Mal hier vor dem Gebäude stand. Das kannte ich ja nur auf dem Papier bis dato und es ist schon ein ziemliches Statement, ich denke auch so vom Ausdruck her und auch wirklich ein Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Deutschland und auch zur Region und der sind wir als Familie schon ganz lange verbunden. Als ich hier reingekommen bin, ist mir sofort aufgefallen, es sieht aus wie Ampullen da oben. Wir könnten hier auch in der Wellness-Oase sein. Wo sind die Bademäntel? Genau, also zunächst mal ist es natürlich ein Produktionsgebäude hier, aber uns war ganz wichtig, dass unsere Mitarbeiter sich als Teil von einer Firma empfinden. Barbour, wir sind ein Beauty-Unternehmen, es darf gerne ein bisschen nach Beauty aussehen. Was genau macht ihr jetzt hier? Forscht ihr etwa auch? Nein, tatsächlich ist es so, hier am Barbour Beauty Cluster haben wir die Abfüllung und die Logistik und unsere Forschung, die sitzt noch im Labor am Headquarter in der Neuenhofstraße in Aachen. Und was wir hier sehen können, ist die Mikrobiologie. Hier wird quasi geguckt, ob die Produkte, die hier auf den Apfelstraßen abgefüllt werden, wirklich unseren hohen Qualitätsstandards entsprechen, sowohl von der Textur her als auch vom Packmittel her, also Verpackungen. Außenverpackungen und Tiegel oder Tuben. Jetzt überprüft ihr ja nicht nur die Qualität der Produkte, ihr habt doch bestimmt auch Herausforderungen mit solchen Verpackungen. Ja, absolut, denn wir haben uns ja vorgenommen, die Marke sehr nachhaltig aufzustellen und das bedeutet zum Beispiel hohe Recyclingquoten. Gleichzeitig ist es aber eine Premium-Marke. Man kann sich natürlich vorstellen, dass man da gut diesen Trade-off sozusagen berücksichtigen muss, damit das immer noch ein Premium-Produkt ist, das aber nachhaltig ist. Wie sieht es denn jetzt beim Thema Nachhaltigkeit aus? Es wird ja von einigen Unternehmen gerade nicht ganz so groß propagiert. Wie geht ihr denn damit um bei euch? Also Nachhaltigkeit ist eigentlich in unseren Genen, muss man sagen. Wir sind ja gestartet 1956 als biomedizinische Kosmetik und dazu gehört eigentlich immer schon ein wertschätzender Umgang mit der Natur. Und wir haben eigentlich in den ganzen 7 Jahrzehnten der Firmengeschichte eigentlich immer schon sehr früh Nachhaltigkeit praktiziert, als es noch gar nicht so hieß. Und heute muss man einfach sagen, ist Nachhaltigkeit Teil der Kundenerwartungen und insofern auch eine ganz essentielle Voraussetzung für unser Business. So, dann dreh dich mal um und aufgepasst. Jetzt können wir einen Blick werfen in unsere Abfüllung. Ein Schnipp. Genau. Ihr seid also enorm gewachsen, würde ich mal sagen. Enorm gewachsen, aber für uns gehört Wachstum auch zum nachhaltigen Wirtschaften. Und da wir so gewachsen sind, war auch klar, wir müssen diese neue Fabrik bauen. Und ich glaube, es ist uns, glaube ich, auf eine sehr nachhaltige Art und Weise gelungen. Ich glaube, man kann sagen, es ist eine der nachhaltigsten Kosmetikfabriken der Welt. Wo waren denn die größten Herausforderungen, wenn ihr jetzt so schnell gewachsen seid? Ich würde sagen, wirklich die Schnelligkeit. Also schnell wachsen und organisch wachsen bedeutet eben, dass Prozesse und Personal auch organisch mitwächst. Und wir sind jetzt aber an einem Punkt, wo wir das ein oder andere das ein bisschen gerade zielen müssen, um einfach das Potenzial noch mehr heben zu können. Jürgen, hier siehst du sozusagen die Fertigware von der Marke Barbour auf den Regalen lagern. Und da drüben sieht man schon die Boxen fahren über eine Shuttle-Anlage in Richtung Mitarbeiter des Versandes geschleust. Und dann geht's an die Paketdienste. Da geht eure Ware von Aachen in die ganze Welt. So ist es. Ihr habt euch jetzt klar zum Standort Deutschland bekannt. Wie wichtig ist Made in Germany für euch? Na, zunächst mal sind wir seit 3 Generationen ein deutsches Familienunternehmen und auch ganz lange schon hier in der Region. Und bei uns im Markenclaim von der Marke Barbour steht ja auch Expert Skincare Made in Germany. Also es ist wirklich ein integraler Bestandteil unserer Marke. Und es war uns einfach wichtig, dass wir die Wertschöpfungskette, die ja sehr komplex ist, in der eigenen Hand behalten und dass wirklich der erste Mitarbeiter, der eine Idee hat, ein Barbour-Mitarbeiter ist und der letzte, der hier hinter mir in der Logistik das Produkt in ein Paket legt, auch ein Barbour-Mitarbeiter ist. Und so haben wir einfach sozusagen die Hände drumherum, sowohl für Innovation als auch für Qualität. Energiekosten sind gerade das große Thema. Wie geht ihr denn damit um?
Tatsächlich ist die Frage der Energiekosten und wie die sich auch politisch weiterentwickeln ein großes Thema gewesen bei der Entscheidung für diese Fabrik. Letztendlich geht es uns darum, durch einen höheren Grad der Energieautarkie einfach resilienter zu werden. Und das Schöne ist, heute sind wir schon zu 25% energieautark. Ziel ist, bis 2030 komplett energieautark zu sein. Ja, Solarpanels, soweit das Auge reicht. Und da hinten sehe ich sogar noch Windkrafträder. Wie gelingt es euch denn, energietechnisch autark zu werden? Das ganze Konzept von dieser Fabrik ist ja eine All-Electric Factory. Es ist ja gebaut wie ein Niedrigenergiehaus. Dann arbeiten wir schon zu 99% fossilfrei. Und dank dieser großen, gigantischen Photovoltaik haben wir halt einen hohen Grad der Energieautarkie. Und Strom, den wir nicht sofort abnehmen, den können wir speichern in Second-Life-Autobatterien. Wie sieht es denn mit den Visionen bei Barbour aus? Wo geht die Reise in den nächsten Jahren hin? Also wir möchten natürlich als dritte Generation das Unternehmen weiterhin ganz erfolgreich führen und dann idealerweise noch erfolgreicher, als es heute ist, an die vierte Generation übergeben. Denn am Ende hat das auch mit Nachhaltigkeit was zu tun. Was dir noch fehlt, wäre so ein Bartpflegeprodukten. Ja, dann kannst du als Influencer dich mal bewerben bei unseren InnoLabs. Schwarz machen, ja.